Also meine Kinder erzählen heute noch, wenn sie bei den Großeltern übernachtet haben, da musste die Oma immer Geschichten, also nicht vorlesen, sondern Geschichten erfinden. Die wurden jedes Mal natürlich, also man kann eine Geschichte, die man gerade findet und immer weiter erzählt, nicht immer wieder erzählen, sondern der Anfang ist immer gleich, aber die Geschichte verändert sich immer, ja. Das haben meine Kinder geliebt, da erzählen sie heute noch von. Ich heiße Salvatore, ich bin Textilkünstlerin. Weil man hat eigentlich so loses Material, also lose Fasern, und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass aus diesen losen Fasern so ein festes Material wird. Ja, es ist halt eben die Zauberei. Den Froschkönig mag ich eigentlich ganz gerne. Ich habe die Prinzessin gestaltet, komplett aus Filz hergestellt und angezogen. Ich habe die Ehre, ja, ein wunderschönes Kleid zu machen, werde wohl auch noch den Frosch gestalten. Da freue ich mich schon sehr. Man geht so unter in seinem Alltag, wenn man da nicht so ein bisschen aufpasst und halt eben sich auf den schönen Dingen des Lebens so ein bisschen orientiert oder festhält. Man kommt sich vor wie ein Hamster, der sich in ein Rädchen dreht, steht morgens auf, geht zur Arbeit. Also man macht immer wieder die gleichen Sachen. Deswegen ist Verzauberung oder etwas Märchenhaftes im Alltag sehr wichtig, um wieder auf die wichtigen Sachen des Lebens irgendwie wieder dran zu denken. Einfach Spaß zu haben miteinander oder mit etwas, was nicht unbedingt materiell ist. Weil Märchen den Kindern halt eben Fantasie wieder zugänglich machen. Aber die Märchen beflügeln eigentlich die Fantasie. Also die lassen einfach Raum, sich selber noch was vorzustellen. Die Kinder würden wieder sich mehr mit sich selbst beschäftigen und ihre Fantasie freien Lauf lassen und dadurch halt eben noch viel kreativer und freier werden. Es erstaunt mich immer wieder, das eigentliche Design oder das eigentliche Entstehen passiert beim Entstehen. Also ich fange an mit dem Material zu arbeiten, machen meine Hände, was sie wollen. Es entsteht etwas, was ich nicht vorher wirklich minutiös gezeichnet habe oder so, sondern hatte nur mal eine grobe Vorstellung, was die Farbgebung angeht, was die Größe angeht, aber so das Eigentliche entsteht von selbst. Ich führe das eigentlich so ziemlich auf meine Kindheit zurück, dass ich so frei und von mir heraus sowas schaffen kann, weil ich mit Märchen und Geschichten, die mein Großvater mir immer erzählt hat, damit bin ich groß geworden. Ja. Ich finde, das hat mich schon geprägt, den Geist freier gemacht. Man hat sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und Geschichten erzählen war halt eben ein Hauptbestandteil der Abende, dass man immer zusammengesessen hat und Geschichten wurden erzählt. Und wir sind eine Gruppe von Künstlern, die sich zusammengefunden hat, um etwas Besonderes zu schaffen. Die Hauptsache ist, wir arbeiten zusammen, wir schaffen was zusammen und beziehen unsere Umgebung mit ein. Geben sozusagen dem Viertel oder der Stadt, in der wir leben, auch ein bisschen was zurück, um halt eben Gemeinschaft zu leben. Ja, und im Prinzip funktioniert halt eben Gemeinschaft nur vom Nehmen und Geben. Das ist eigentlich ein Projekt, was auch Unterstützung halt eben braucht, damit es überhaupt funktionieren kann. Weil Arbeit, die wir da reinstecken, allein reicht nicht. Wir brauchen dann halt eben Mittel, um das umzusetzen. Und da kann jeder halt mithelfen, auch mit einem Euro.